das Foto, das habe ich ja schon mal gerahmt, wo wir alle drei irgendwie, die da in dem Haus gewohnt haben, vor dem Haus stehen. Paulsörter 18 war das in Recklinghausen. Ah. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Der war ja auch weitaus älter als ihr. Er war mindestens 20, 30 Jahre älter, oder? Ja, ich war 22. Und er dann Tom, über 50 er war oder so. Über Ne? 50 schon. Ja. Und wer hat Ja, euch war den so vorgestellt? Vatergeneration Oder ich meine, das ist doch normalerweise gerade zu der Zeit, denkt man so, oh Gott, jetzt kommt einer, der ist so alt wie der eigene Vater und der zieht dann da ein. Das muss ja, also für mich jetzt wäre total schräg gewesen. So, wurdet ihr denn darauf vorbereitet oder wart ihr schon so Freaks oder kanntet ihr Wir den waren schon? dann schon Freaks, also war so Hippie-Zeit. Also wir waren dann schon eher Hippies und fanden das total geil irgendwie so. So, und der hatte ja schon, also man konnte dann so recherchieren, er hatte ja schon ein bisschen Namen, also der Tom hatte irgendwie immer alle möglichen Kontakte zu irgendwelchen Underground-Fanzines, so auch in den USA, und dessen Adresse hatte Moondog irgendwie aufgetrieben, und der war wohl vorher irgendwo in einer anderen Stadt in Deutschland, also er wollte nach Deutschland, so, er hatte so die Idee, dass er irgendwie die Herkunft der Germanen sozusagen am Vorort irgendwie erforschen wollte und da so ein bisschen die Stimmung mitkriegen, damit er dann entsprechend germanische Musik komponieren kann. So. Ja, also heutzutage würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen anrüchig irgendwie mit der ganzen Nazi-Ideologie als Deutscher, aber für ihn war das nicht so, ne? Für ihn, er hatte da gar keine Probleme mit. Und da ist er eben nach Deutschland gekommen und da suchte er irgendwie eine Unterkunft, und dann hat irgendwie Tom ihn dann angeschrieben und hat gesagt, ja, komm zu uns irgendwie, wir haben ein Haus, wir mieten jetzt gerade ein Haus irgendwie, da ist noch Platz, kannst du einziehen. So, und dann taucht er wirklich auf, so. 0, nix war er da. So, also er hatte nicht groß irgendwelche Koffer, sonst wie was. Er hatte irgendwie sein Germanen-Trikot. So, das war lustig. Ich weiß gar nicht wie oder was, aber auf jeden Fall kam Tom dann plötzlich mal irgendwie mit ihm an. So, und wir hatten gerade eben dieses Haus gemietet, so, ne? Also ich war schon eigentlich weg irgendwie zum Studieren, und dann ist meine Mutter gestorben, dann bin ich wieder nach Hause sozusagen, um mich um den Vater zu kümmern. Und dann haben wir da ein Haus gemietet, weil das dann bei Elternhaus, das war einfach zu schwierig irgendwie da als Hippie irgendwie. Was hat dann dein Vater dann dazu gesagt, dass plötzlich quasi so ein Typ da wohnt, Ja, also der war aus seinem Alter wahrscheinlich ungefähr war, in seinem Alter, und dann irgendwie aber ein also bisschen anders jünger. rumlief. Ja, aber war schon immer so, das waren schon Begegnungen der dritten Art, so ungefähr. Also er kam ab und zu vorbei an dem Haus und waren sowieso immer Besuch da mit Hunden. So früher irgendwie, die Langhaarigen hatten alle irgendwie einen Hund dabei. So, also waren immer 3 Hunde da im Haus. Und mein Vater tauchte ab und zu auf, war ihm nicht so ganz geheuer. Er war halt ein ganz ordentlicher Kleinbürger. Ja. Und so, aber er hat sich Moondog dann angeguckt. Also der sprach nicht unbedingt Deutsch und so, aber er stand dann immer vor Moondog und starrte ihn so an. Also war schon seltsam. Hatte er denn damals auch dann schon diese, ich glaube aus Münster oder aus Erkenschwick, diese Frau, diese Managerin, Studentin? Ja. Nee, die hat er dann kennengelernt. Also über euch oder war das eine Kommilitonin? Ja, das habe ich mir eigentlich gedacht. So ja, schon. Ja, eigentlich über uns und über irgendwie so Konzerte. Die tauchte irgendwann mal beim Konzert auf. Also der Tom hat immer mit Musik zu tun gehabt. Der hatte irgendwie einen Plattenladen in Recklinghausen und hat auch die ganzen Underground-Platten hergeholt aus den USA und die verkauft und hat immer auch irgendwelche Sachen organisiert. Und der hat dann mit Moondog wirklich dann einfach auch Musiker aufgetrieben, die seine Musik mal spielen können. So in der Regel Jazzmusiker. Und es ergab sich dann, dass gegenüber von diesem Paulsörter, von diesem Haus, irgendwie so eine alte Schmiede war, wo total nette Leute wohnten. Und die haben sozusagen ihren Schmiederaum zur Verfügung gestellt, irgendwie für Konzerte. Ach. Das war ein super Ambiente. Ja. Ne? Und da gab es dann eben so Kontakte, dass die dann auch mal Moondog-Musik gespielt haben. Und da tauchte dann eben diese Ilona
Ilona Göbel hieß, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, so auf. Und die hat den dann auch auf der Straße gesehen, also der hat dann immer auf der Fußgängerzone, hat er gestanden irgendwie mit seinem germanischen Outfit mit Stock und hat irgendwie seine Noten verkauft. So und ein bisschen gequatscht, wenn da Leute ihn fragten und so. Und natürlich war da immer ein Auflauf ne, bei seinem Aussehen. Naja, so klar. standen dann immer die Kinder da vor ihm rum und so. Ne? Und da war dann auch mal ein Artikel in der Zeitung irgendwie so ne, von dem Bild und so. Das war nett. Ja, und die hat ihn sozusagen darüber irgendwie kennengelernt, als er in Recklinghausen war. Ja, und hat ihn dann mal eingeladen zu sich nach Hause, nach Ohr-Erkenschwick und so. da hat er dann auch lange gewohnt. Ne? Ja, da hat er dann länger gewohnt. Genau. Aber weißt du, warum der in Münster eigentlich beerdigt ist? Das habe ich überhaupt gar nichts gefunden. Die ist, glaube ich, irgendwie nach Münster gezogen. Also mit ihm Diese dann Frau auch dann. Göbel, ja. Ah ja, okay. Ja, Da kann ja sein, dass er noch 10 Jahre in Münster gewohnt hat. Ne? Ja, irgendwie so. Also- Also wann ist er gestorben? 99 oder sowas, oder? Ja, kann sein, ja. Ja. Und ja, guck mal, ist ja, 99 ist die Göbel gestorben. Da Ach hab ich so, jetzt mal ach so, nachgeguckt. er war ist genau, früher er ist dann. schon Ah, ja, irgendwie ja. 93 oder sowas ja, gestorben. ah. Aber trotzdem, er hat noch lange dann in Deutschland gelebt und im Münsterland, ja. So. Aber ich hatte dann keinen Kontakt. Also ich bin dann irgendwie von dem Haus, bin ich dann nach Köln gezogen. Ja. Nochmal zum Studieren und so. Hast du denn mit ihm dann nochmal in einer Küche oder so mal so Session dann mitgemacht? Oder wie hat er dann da. Ja. Ja, das hast du gemacht, ja. Ja, er hat in der Zeit hat er eben viel getrommelt. Also das war ja wohl auch bekannt aus den New Yorker Zeiten, ne? Dass er auch da stand und getrommelt hat. Und wir haben da in dem Haus haben wir mal so eine große Trommel gebaut. So, also Tom hat mit Moondog irgendwie ist zum Schlachthof gefahren und hat so ein frisches Kuhfell da geholt. So, und das lag dann irgendwie, weiß nicht, 2 Wochen bei uns in der Badewanne, dann musste ordentlich wässern und stank fürchterlich irgendwie. So. Und dann hat er sozusagen das mit Messer irgendwie ein bisschen gegerbt und dann so nass. Und in der Zwischenzeit wollte er eine 6-eckige Trommel haben, eine große. Die hatte einen guten Meter Durchmesser. So, und da war einer von dem Trupp von unseren Freunden irgendwie, der war Schreiner und der hat dann sozusagen so eine 6-eckige Trommel gebaut aus Holz. Und die haben wir dann bespannt, haben die dann zusammen bespannt mit diesem Kuhfell. So, und da gab es dann immer mal Session. So, also wir haben dann in Recklinghausen im Baum, irgendwie so eine Kneipe, haben wir dann mal so Session gemacht mit richtig 10 Leuten oder so. Und das war durchdringend, so, also das war so ein ganz dumpfer Ton, ne, auf so einer großen Fläche, so, ne, wo mehrere Leute trommeln konnten. Und das ging so durch den Körper, so in den Bauch rein, so der Ton. Das war klasse Erfahrung. Ja. Und die Aufnahmen, die du gemacht hast in dem Wald, wo war das da, die du jetzt noch hast? Die Fotos, die waren Die Filmaufnahmen meine ich. Die sind auch da in der Hart gefilmt. Hart ist das. Also Ja, das ist Hart, das ist nördlich von Recklinghausen. Ja, so direkt so ein Naherholungsgebiet. Also noch vor Haltern, wenn dich da auskennst. Irgendwie so ist das so ein Waldgebiet, ein bisschen Sand und wir waren glaube ich sogar noch weiter hinter. Da gibt es irgendwie so Sandberge. Da ist dann nämlich freie Fläche. Da sind ein paar Bäume, aber sonst eher so Sandboden mit teilweise Erika oder Grünfläche. Und da habe ich da Fotos gemacht und ist halt dann mal lang gelaufen. Haben wir mal so eine Fotosession gemacht, so einen Tag. Und willst du das nochmal, den Film, willst du das nochmal irgendwo veröffentlichen oder hast du da eine Idee? Nee, also ich finde jetzt eigentlich ist die Qualität zu schlecht. So, also du kannst gleich nochmal gucken, aber das ist schon alles. Man sieht wirklich nicht allzu viel. So, also gut, gibt sicher irgendwie Programme, um das wieder irgendwie besser wieder herzustellen. Ja, gut, aber. Und das Leben in einer WG, wie kann man sich das vorstellen? Hat der ganz normal dann gefrühstückt mit euch oder früh aufgestanden oder wie fing da so der Tag vom Moondog an mit euch? Oh ja, er hat schon eher sein eigenes Leben geführt. So, also er hatte unten Parterre dann die Räume. So, das waren immer so kleine Zimmer, aber jeder hatte praktisch eine Etage in diesem Fachwerkhaus. Und der hat meist sich selber irgendwas gebrotschelt. So, also irgendwelche Körner
Zeug. Und Also Öko oder Bio? ja, schon eher Öko, ja. Echt zu der Zeit auch schon? Mann, der war ja total innovativ von der Musik her und dann noch Er sowas. hat schon eher so irgendwie, er wollte immer so leben wie die Germanen. Deshalb hat er sich ja auch so keine Schuhe geholt, sondern irgendwie so mit Wolle und mit Leder irgendwie die Füße umwickelt. So, und hatte ja auch so einen Umhang, so einen Wollumhang irgendwie und dann Leder drüber gegen Regen und so, also er wollte, und insofern hat er dann auch irgendwelche Getreidekörner gekauft, die aufgekocht und so und was gegessen und er hat sich auch so einen Getreidekaffee gemacht dann, ne, so bei uns in der Küche. So, ne, also das war dann schon, er hat schon richtig sehr urtümlich. Und, so und die gelebt. Rezepte, also der war ja blind, hat er sich das irgendwie vorlesen lassen oder wie hat er denn da recherchiert eigentlich über die Germanen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie er dazu kam. So, nee. Also es gab immer wieder verschiedene Leute, die dann auch irgendwas erzählt haben, sicher, aber ja. Aber er sprach kein Deutsch. Er hat da ein bisschen gelernt, so, aber erstmal sprach er Englisch, ja. Ja, das ist ja auch so, man findet das ja auch, wenn man so ein bisschen in der Schule Englisch gelernt hat, da wendet man es ja gerne dann an. So, wenn man die ersten Amerikaner kennenlernt, kennt man ja dann auch. Ne? Ja, und er war eigen, also war sehr selbstständig, also natürlich und also er hat schon sein eigenes Leben geführt, dann, so dadurch, dass man so eine Etage hat. Aber gut, also er hat weniger, ja, wir haben ihn auch schon mal irgendwas eingeladen zum Essen, klar, nicht natürlich konnte er dann auch mitessen, aber ja. Aber wahrscheinlich wart ihr auch gar nicht so scharf drauf auf die Körner damals. Nee, nicht unbedingt. Also hatten wir noch nicht so richtig, also habe ich auch später erst in Köln so Bio, als die ersten Bioläden aufkamen, ne, war dann auch schon in Köln, ne, die Zeit, das war schon 70er Jahre schon, aber ja. Und hat er denn dann noch mal so Storys erzählt aus New York? Der hat ja auch jeden gekannt damals, ne? Ja. Nee, also wir waren da nicht so, waren da keine Interviewer. Wir haben ihn einfach so genommen, wie er war, so und mit ihm dann da gelebt. So. Ja. Weiß nicht. Aber er war jetzt auch nicht so ein Typ, der das immer so vorgetragen hat, da war es eigentlich so eine große Nummer oder so schon war. Oder der ist, war da irgendwie sehr ruhig Ja. und überhaupt nicht eingebildet oder arrogant. So. Also der hat da nicht viel erzählt. Also man hätte ihn fragen müssen. Ne? Ja. Also man hätte ihn sozusagen aus der Nase ziehen müssen, also von seinem vorherigen Leben. So, er hat dann mal was über seine Idee für die komponierten Musikstücke da erzählt. Ne? Das hatte ja auch Namen, irgendwie so germanische Namen für Freier, irgendwie welche Opern und so, die er komponiert hat und so. Ja. Hat er denn dann selbst viel Wagner gehört oder hat er gar nicht Musik gehört? Ich weiß gar nicht, wie er hat, weiß ich gar nicht mehr. Nee, also er hatte nicht viel. Also, ja, er hatte, glaube ich, schon irgendwas. Also er stand immer wieder, ging er irgendwie, war nicht allzu weit da vom Paul-Theater, irgendwie stand er an der Einkaufsstraße und hatte da irgendwie auch sein Vergnügen und später hat er dann einen Hund gekriegt, sich besorgt, also haben wir besorgt, wie auch immer, also er hatte so einen Schäferhund, eine Hündin. Ah, das passt ja auch, ja. So, und dann stand er eben mit der Hündin da, so mit Stab. So, und ich hatte auch einen Hund und das ging dann immer, also Hunde waren dann meist schon immer einige im Haus. So, das war schon ganz lustig. Er war ja nicht er war ja noch nicht so berühmt. Also das ist ja auch erst irgendwie passiert, als er hier in Deutschland war und einfach seine Sachen auch mal aufgeführt wurden. So, ne? Also in New York die Zeit, was ich so nachgelesen habe, war eben Straßenmusiker eigentlich. Ja. Ne? Also war irgendwie so ein Freak. So. Und hat da getrommelt hauptsächlich. Irgendwie, dass er jetzt ein großartiger Komponist ist, das war da noch gar nicht so bekannt. So, ne? Also kam er dann wirklich erst, das dauerte auch immer. Die Ilona, die muss ihn dann ja irgendwann eingeredet haben, renn nicht mehr so rum. Aber da habe ich keine Fotos gefunden, ab wann der nicht mehr so rumgerannt ist. Aber das ist so typisch Frau. Fand sie den wahrscheinlich erst gut, weil er so rumlief und hinterher will sie es ihm austreiben. Ne? Das stimmt. Ja, das war immer dann so ein bisschen zu freakig. Also ich meine, so für seriös kommt er dann eben nicht daher.